In der zweiten Episode beschäftigen wir uns jetzt mit der solidarischen Ökonomie in Europa, mit dem Versuch, die Hintergründe einzelner Länder ein bisschen zu verdeutlichen und auch damit die Bedingungen, die solidarisches Wirtschaften dort vorfindet. Wie wir sehen werden, unterscheiden sich da die Länder innerhalb der Europäischen Union auch sehr stark. Ja, das Lernziel ist, dass Sie einfach in diese regionalen oder nationalen Eigenheiten ein bisschen Einblick erhalten. Generell muss man zur Europäischen Union vorweg schicken, dass die Europäische Union natürlich einerseits ein Interesse hat, auch an der sozialen und solidarischen Ökonomie, zumindest in jüngerer Zeit. Und andererseits verfolgt die EU natürlich mit ihrer Politik die Fortführung des Neoliberalismus. Ja, also wir sind dort auch dann sehr schnell in Widersprüchen verfangen, die sich ja jetzt auch angesichts der zukünftigen Ausrichtung der Europapolitik nochmal sehr klar zeigen. Dort finden Sie ja auch häufig in Diskussionen das Argument, dass die moralische Seite, die ursprünglich mal auch zur Gründung der Europäischen Union geführt hat, nämlich also eine soziale Einheit mit dem Ziel, ein Friedensprojekt in Europa aufzubauen, dass sich diese moralische Seite im Grunde genommen auch schon im Hintergrund befindet und vordergründig immer stärker das Europa als wirtschaftlich getriebene Veranstaltung eigentlich sich zeigt. Ja, also mit sehr, sehr starken wirtschaftlichen Interessen auch gegenüber allen anderen Ländern und gegenüber allen Kontinenten. Das weitere Problem ist, dass sich die Ungleichheit innerhalb der Europäischen Union natürlich auch in den letzten Jahren sehr stark erweitert hat. Also dass wir ein starkes Gefälle haben zwischen südeuropäischen Ländern und nordeuropäischen Ländern, was auch wieder mit der EU-Innenpolitik zu tun hat. Und das alles muss man bedenken, wenn man von Europa und solidarischer Ökonomie spricht, weil bestimmte Mechanismen auch innerhalb der europäischen Politik dazu beitragen, dass einzelne Länder wirtschaftlich besser dastehen als andere Länder. Diese Länder, die aber schlechter dastehen, möglicherweise dann einen starken Sektor haben, der solidarisches Wirtschaften betreibt. Also das, denke ich, ist nochmal wichtig, sich auch klar zu machen, wenn man beispielsweise auf Italien schaut, wenn man auf Spanien schaut, wenn man auf Griechenland schaut, dann muss man auch sehen oder auch auf Portugal, in welchen Situationen sich diese Länder konkret befinden und das auch im Hintergrund behalten, wenn man von der EU als einer Ganzheit spricht. Also auch da wird deutlich, der solidarische ökonomische Sektor braucht eigentlich auch immer eine politische Auseinandersetzung, einen politischen Arm oder eine soziale Bewegung, wie wir es beispielsweise in Brasilien sehr, sehr deutlich haben, die Interessen zum einen des Sektors vertritt, auf Verstetigung, auf Förderung und so weiter, die aber natürlich auch darüber hinaus die Forderungen nach gleichen Lebensbedingungen aufrecht erhält. Wenn man jetzt ein bisschen aus Deutschland rausgeht, dann sieht man, dass in Frankreich, Italien und Spanien die solidarische Ökonomie sogar in den Verfassungen verankert ist. In Frankreich zählen zu den Sozialunternehmen Genossenschaften, Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, Vereine und Stiftungen. In Europa insgesamt existieren circa 160.000 Genossenschaften, die sich im Besitz, muss man ja sagen, die Genossenschaften gehören ja dann eben auch, also einem Viertel ungefähr aller Europäer.
Darin eingeschlossen sind auch Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit beispielsweise oder größere, beispielsweise auch Krankenversicherungen oder ähnliche Institutionen. Und die EU-Kommission schätzt also, dass rund 11 Millionen Arbeitnehmer in der EU in der sozialen und solidarischen Ökonomie tätig sind. Das wären damit 6% aller Beschäftigten, also durchaus auch eine ernstzunehmende Größe. Aus EU-Sicht, zumindest aus den Strömungen, die ihr Interesse nochmal verdeutlicht haben an der solidarischen Ökonomie, verdemonstriert letztendlich dieser Sektor die Machbarkeit einer grünen Wirtschaft, einer zukunftsfähigen Wirtschaft und auch einer ethischen Wirtschaft. Und zumindest von einigen Parteien werden diese Unternehmen oder wird dieser Sektor auch gesehen als Vorreiter des kulturellen Wandels, den die EU als Ganze ja auch durchlaufen muss. In diesem Zusammenhang hat die EU beispielsweise auch eingeführt oder genehmigt jetzt auch, dass bestimmte Statistiken geführt werden zu diesem Sektor. Wir hatten darüber auch schon gesprochen, wie schwierig die Erfassung dieses Sektors sich gestaltet. Zum einen im Genossenschaftsbereich aufgrund der vielfältigen Zuständigkeiten und auch im solidarischen Bereich dann aufgrund der Vielfalt der Initiativen. Ja? Und da gibt es jetzt ein klares Bekenntnis auch der EU, dort ihre Statistik von Eurostat eben zu erweitern auf diesen Wirtschaftsbereich der sozialen solidarischen Ökonomie, also auch Daten zu erfassen über Umwelt und Soziales, wobei man sagen muss, dass bestimmte Daten davon auch wiederum ausgeschlossen sind, nämlich die Daten zu Handelsströmen und wirtschaftlichen Aktivitäten von Familienunternehmen. Also das berührt ein bisschen das, was wir vorher besprochen hatten mit der Subsistenzwirtschaft, weil auch die gibt es natürlich auch in benachteiligten Gebieten Europas. Diese People's Economy ist natürlich jetzt kein Phänomen allein von Afrika, sondern gibt es auch, wie gesagt, in ländlichen Gebieten innerhalb der EU, in denen eine starke Arbeitslosigkeit herrscht beispielsweise oder starke Abwanderung herrscht, dass dort auch die Subsistenzwirtschaft nach wie vor eine Rolle spielt. Diese Daten sind allerdings ausgeschlossen, nach wie vor. Ja, interessant ist noch die Situation in Italien. Dort gibt es ein Gesetz, was die Gründung von Genossenschaftsinitiativen stärkt und unterstützt. Das ist Anfang der 80er Jahre entstanden auf Initiative der Genossenschaftsbewegung hin und als Antwort auf die damalige Wirtschaftskrise. Und zwar ermöglicht das sogenannte Marcora-Gesetz, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld von der Seite des Staates aus ausgezahlt bekommen können, sofern sie eine Gemeinschaftsgründung, also eine genossenschaftliche Gründung anstreben. Das heißt, genau das, was wir vorher besprochen haben, was für die Genossenschaften eigentlich immer fehlt, nämlich die personenbezogene Förderung, genau das wurde dann in Italien durch das Marcora-Gesetz ermöglicht. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit der Kapitalisierung von Sozialversicherungsleistungen, also von öffentlichen Ausgaben, die dann praktisch in produktive wirtschaftliche Aktivität umgeleitet wurden, also ja auch im Sinne einer wirtschaftlichen Produktivität sehr, sehr sinnvoll, Leute nicht nur irgendwie mit Arbeitslosengeld über Wasser zu halten, sondern dieses Geld gleich für eine Gründung zu verwenden und damit eine weitere wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln. Dann wird es so geregelt,
dass dieser Gesamtbetrag der Arbeitslosenunterstützung nicht unmittelbar an die Person ausgezahlt wird, sondern gleich als Risikokapital in diese Genossenschaft investiert wird, und zwar über ein vorgeschaltetes Unternehmen, was dann eine Finanzgesellschaft, die gleichzeitig auch als beratende Institution diese Gründung der Genossenschaft mit begleitet hat. Also eine ziemlich geniale Umstrukturierung, sage ich mal, von alteingesessenen Fördermechanismen und auch entsprechend erfolgreich, weil sie haben in Italien eine ungleich höhere Dichte von Genossenschaften, insbesondere Sozialgenossenschaften. Wir haben ganze Regionen, die genossenschaftlich organisiert sind, beispielsweise die Emilia-Romagna. Und der Ursprung liegt natürlich in dieser Gesetzgebung, womit auch nachgewiesen ist gleichzeitig, welchen Einfluss diese Rahmenbedingungen einfach haben können oder automatisch haben auf diesen Sektor. Trotzdem, auch da wieder ein kleiner Wermutstropfen, hat die EU dieses Gesetz eingeschränkt, weil sie offiziell der Meinung war, dass das Gesetz mit dem Binnenmarkt nicht vereinbar ist, und hat der CFI, also diesem Finanzunternehmen, sozusagen verordnet, dass dieses Geld, was einmal als Investition sozusagen in die Neugründung hineinfließt, auch wieder zurückgezahlt werden muss. Gut, darüber kann man jetzt geteilter Meinung sein. Vielleicht ist es einfach nur ein Zeichen dafür, wie ambivalent auch die reguläre Ökonomie damit umgeht, wenn plötzlich im Sektor der solidarischen Wirtschaft Dinge passieren, die auch zum Erfolg führen. Ja, dann kommt auf irgendeine Weise, aus irgendeinem Grund dann auch wieder eine Bremse ins Spiel. Ganz kurz noch zu Spanien, wo es den weltweit größten Genossenschaftsverband gibt, nämlich die Kooperative Mondragon, die insgesamt 83.000 Beschäftigte vereinigt und mehrere hundert Einzelunternehmen beinhaltet. Auch Mondragon, ähnlich wie vielleicht vergleichbar mit Secosessola, ist auch schon Ende der 50er Jahre, Mitte der 50er Jahre entstanden. Auch initiiert übrigens von einem katholischen Priester, also von einem Jesuiten in dem Fall, der auch aus der katholischen Soziallehre heraus darauf gekommen ist, hier im Anschluss an den Spanischen Bürgerkrieg auch und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verluste, auch hier so eine Selbsthilfeeinrichtung zu schaffen. Mondragon hat sich eben auch über die Jahrzehnte hin gehalten, ist ein eigenes Unternehmensnetzwerk geworden mit einer eigenen Bank, mit einer eigenen Sozialversicherung, mit einer eigenen Universität, mit eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die letztendlich den Gedanken des Kooperativismus immer weiterentwickeln, analysieren und auch dadurch stärken. Eine eigene Arbeitslosenversicherung gibt es dort, die jeder und jede maximal allerdings 2 Jahre in Anspruch nehmen kann. Es gibt keine Gewerkschaften, es gibt ein Streikverbot. Das ist sozusagen dann die logische Konsequenz der Selbstverwaltung, dass auch gesagt wird, okay, hier ist ja jeder Miteigentümer, also Mitgenosse, also brauchen wir auch keine Streiks oder Ähnliches, sondern wir regeln letztendlich unsere Angelegenheiten auch in einer fairen Art und Weise. Es gibt dort
auch eine Begrenzung des Lohnunterschiedes zwischen Manager und normalem Angestellten. Das wird auch bis heute so durchgehalten. Ja, ein wichtiger Zweig davon, nämlich die Fagor Elektrodomestikos, sind mittlerweile in die Insolvenz gegangen. Das hat man lange versucht, dort noch mit einem Rettungsfonds diesen Zweig zu halten. An der Tagesordnung sind auch übrigens freiwillige Lohnkürzungen, die man dann in dem Fall einer Krise eines Zweiges auch selbstverständlich fordert von den Angestellten. Wobei in Mondragon jetzt auch die Phase eintritt, dass dann nicht mehr die Gründergeneration sozusagen in diesen Betrieben arbeitet, sondern schon die nächste Generation. Und einfach aufgrund der Größe der Betriebe sich auch diese ursprüngliche Genossenschaftsidee nicht mehr so stark zeigt, sondern eher in so eine normale Arbeitnehmermentalität sich verwandelt. Das hat aber mit Sicherheit mit der Größe einfach des Unternehmens zu tun. Phänomenal ist Mondragon trotzdem einfach aufgrund dessen, dass die genossenschaftlichen Prinzipien, die Grundprinzipien zumindest über alle Jahrzehnte hindurch auch durchgehalten wurden. Ja, dann vielleicht noch ein Blick nach Osteuropa. Das ist nicht so bekannt, dass in den sozusagen postsozialistischen Ländern auch ein nicht zu unterschätzender Sektor von Sozialunternehmen sich entwickelt hat, der teilweise noch zurückgeht auch auf Selbsthilfestrukturen, die auch während der sozialistischen Zeit funktioniert haben. Dieser Sektor leidet aber auch sehr, sehr stark unter instabilen Rechts- und Verwaltungsstrukturen, darunter, dass kaum ein Zugang vorhanden ist zu EU-Strukturmitteln oder auch Fördereinrichtungen oder Förderprogramme vollkommen fehlen. Aber immerhin ist er vorhanden, und zwar in vielen Ländern. In Polen beispielsweise gibt es auch viele Schulgenossenschaften, in Slowenien, in Bulgarien, in Rumänien, also eine große Vielfalt letztendlich auch in diesen Ländern. Ja, zum Thema Griechenland werde ich dann im Anschluss ein Interview führen über die spezielle Situation, wie sie sich jetzt darstellt, weil die solidarische Ökonomie dort natürlich auch an die politischen Auseinandersetzungen sehr, sehr stark angekoppelt ist.